Ja, servus, da ist er wieder, der Frankenpedaleur, zurück am Gardasee. Juche, juche. Letztes Mal war ich 2019 Pfingsten hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal klappt dieses Jahr mit diesem ganzen Irrsinn, aber wir haben den 13. September. Heute ist Sonntag, bestes Wetter, wir haben 22 Grad. Schau mal her, was will man mehr? Tag 1, ich bin in Torbola gestartet. Ich werde heute um den See rumfahren, habe ich auch noch nie gemacht. Es werden so 155 Kilometer sein, schön flach, wobei der Komoot-Planer hat mir da irgendwie einige Höhenmeter ausgespuckt. Na gut, bei Sirmione unten im Süden, da ist irgendwie ein kleiner Berg, da will ich mal hoch. Schauen wir das Ganze mal an. Ich bin in Torbola gestartet, fahre im Uhrzeigersinn rum. Und bin jetzt schon in Malcese, ne? Das sind schon die ersten unten am See. Lassen sich schon brutzeln in der Sonne. Wir haben jetzt 20 vor 11 und melde mich dann von später wieder. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen radeln und Eindrücke sammeln. Bis dann! Da geht's rein, da war ich letztes Jahr drin. Heute fahren wir aber dran vorbei. Einfach nur um den See, einfach nur radeln. In Sirmione, da werde ich mal reinschauen. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ja, der Verkehr ist hier wie eh und je. Also ich dachte eigentlich ist ein bisschen weniger los, aber gut, heute ist auch Sonntag. Vor mir ist ein Neustädter Eisch, Franke mit seiner Rennsemme. Und ja gut, aber da müssen wir sie jetzt durchkämpfen. Das Wetter ist ja bombastisch, von daher scheiß drauf. Die fahren schon vorbei. Don't sneak away from the reef, from the bay. Make friends with the clowns, they never seem to frown. One must deny it, blue eyes won't dry it. Also es gibt ja nicht viele Orte, wo ich gerne immer wieder mal hinfahre. Aber der Gardasee, der gehört definitiv dazu. Nicht jedes Jahr, wobei ich war letztes Jahr schon hier. Und wenn man doch einmal ein paar Jahre hintereinander herfährt, dann nur als Kurzausflug und zwischendurch was anderes entdecken. Aber der Gardasee ist auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert. Es gibt aber Leute, die fahren ja seit 20 Jahren immer wieder an denselben Ort, auf dieselbe Insel. Für mich gibt es nichts Langweiligeres, als sowas zu machen und den Rest der Welt einfach unentdeckt zu lassen. Aber so 2, 3 Orte gibt es, wo ich immer mal wieder gerne hinfahren will und werde. Wie gesagt, einmal Gardasee, das zweite wäre Chiang Mai, Thailand und das dritte sind auf jeden Fall die Dolomiten. Und ansonsten rausgehen und die Welt entdecken. Es gibt so viele schöne Orte da draußen. Zu schade, um die unentdeckt zu lassen. Das ist die Gefahr, wenn man jemanden überholt, dann hat man den meistens im Schlepptau. Aber macht mir ja nichts aus, aber man steht immer so unter Druck. Aber ich mache mir jetzt da keinen Druck, ich fahre hier locker um den See. Ich bin jetzt in Torre del Benaco. Es wird schon zunehmend flacher hier, sprich die Berge außenrum nehmen ab. Jetzt weiß ich auch, wie Komoot auf die Höhenmeter kam, weil es waren doch, glaube ich, über 1000.
Der hat hier immer wieder mal eine Straße weggeplant, die dann hochgeht auf den Berg und dann irgendwann hier am See wieder ankommt. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich fahre hier am See entlang, ich will den See sehen. Na gut, den sieht man vielleicht von oben auch, aber heute habe ich keinen Bock auf Berge. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep? Irgendwie werden es jetzt immer mehr hinter mir. Hier in Garda ist wieder ein bisschen geschäftiger, viele Autos, muss man höllisch Obacht geben, stoppen immer wieder, so wie hier. Muss man sich manchmal seinen Weg bahnen. So, Ankunft in Bardolino, da schaut es auch nicht besser aus wie in Garda vom Verkehr her. Ja, da lobe ich mir das Rad, da komme ich überall durch. Scheiße, wenn man im Auto sitzt. Ja, die nächste verkehrsreiche Ortschaft. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir jetzt hin, Lazise oder so. Moment. Tricky hier. Warum man Radwege manchmal meidet. Wer mal anderweitig Vergnügen sucht, der kann hier in den Park Movieland. Ah. Oh, wide tires. Ja, Breite Reifen. it's a gravel. Gravel, ja. So, jetzt haben wir mal die Rollen getauscht. Der Kollege fährt hier mit dem Gravelbike. Ziemlich breite Reifen. Respekt. Jetzt war wohl hier Oktoberfest vom Gardasee. Das war so ein riesen Biergarten anscheinend. Habe ich jetzt zu spät gesehen, aber es sah zumindest so aus. Was es alles gibt hier. Okay, Peschiera erreicht. Jetzt sind wir schon ziemlich im Süden, also weit ist es nicht mehr. Der Kollege, der muss nach Bellinzano, glaube ich heißt es. Das ist auf der anderen Seite, aber noch im Süden. Also 20 Kilometer ist auch schon um den See rumgefahren, hat er gesagt. Also er hat es schon fast geschafft. Mit seinem Gravelbike und den weiten Reifen, doch, mein lieber Schwan. Da wird's eng. Das schaut auch sehr schnucklig aus hier. War ich irgendwie noch nie so richtig.
Sehr schön, sehr schön. Guck mal her, da. Wow. Eine Bimmelbahn gibt es in Nürnberg auch. Okay, Ankunft in Sirmione. Ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen. Schauen wir ein bisschen den Ort an, einen Kaffee trinken und dann geht es auf die zweite Hälfte von der Tour. In der Zwischenzeit schaue ich mich da ein bisschen um und zeige euch den Ort. So what's your name, by the way? Augusto. Augusto. And you? Jochen. Where? From where? Germany, Nürnberg. Nuremberg? Nürnberg, yeah. Also a very old city. Yeah, it's in the center. Yes, the center is an old town with a castle. It's 2 hours away from Munich. The Nürburgring? No? No. the- Nürburgring is Cologne. It's Okay. in the Oh, middle, I don't know. middle of Germany. I'm in the south. You know Munich, München, Yes. and 2 hours to the north, Nürnberg. Near the mountain. Yeah. Let me know. On the north, Yeah, east, yeah. where is that? Up in the between the mountains, hills. It's a hills. Eifel or Eifel. 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 I know Eifel, Nürburgring, Eifel. Yeah. Okay. This is the middle part of Germany. Yeah. On the west side to Netherlands. Yeah. But I'm in the south, Bavaria. Top here to the right. Ah, okay. Very good. So I go for a cup of coffee and a little bit sightseeing. Enjoy. Thank you. Okay. Ciao. Ciao, Augusto. Ciao. So, Augusto fährt heim, ich fahre nach Sirmione. Schauen wir jetzt den Ort an, zeige euch den ein bisschen. Ja, ich mache hier ein bisschen eines auf gemütlich. Und dann geht es auf die andere Seite vom See. Ja, in dem letzten Kreisverkehr mussten die Autos abbiegen, die dürfen hier nicht rein. Ja, ein paar vielleicht hier Ansässige, aber ich mit dem Rad durfte rein. Der Polizist hat mich durchgewunken. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit 2 Rädern unterwegs ist und ohne Motor. Das muss man hier machen wie in Bangkok oder in Chiang Mai, einfach mittendurch. Der Kampf um die Parkplätze. Bisschen wie Lotto, oder? Oh, wird was frei. Oder die Reise nach Jerusalem. Wer kennt das noch, das Spiel? Würde mich das jetzt langweilen, hier mit dem Auto rumzukurven und eine halbe Stunde nach einem Parkplatz zu suchen. So, da sind wir. Jawohl, sehr schön. Ja, da hat sich der Frankenpedaleur zu früh gefreut. Kein Eintritt hier mit dem Rad. Der Wachposten hier in seinem Häusl hat mich gestoppt und hat gesagt, nein, ich darf da nicht rein. Dann habe ich versucht ihm zu erklären, ich will aber nur laufen. Geht auch nicht. Keine Fahrräder erlaubt, nur Leute, die halt drin wohnen, die halt zu den Hotels wollen oder halt einfach so rumlaufen. Also wir müssen draußen bleiben. Keine Chance. Na gut. Dann schauen wir uns hier halt ein bisschen um. Sparen wir uns auch wieder Zeit. Bin ich schneller zurück. Müssen wir alles positiv sehen.
Also gut, dann trolle ich mich eben wieder. Habe ich mich zu früh gefreut, dass ich hier rein darf. Ja, so wird man gleich mal bestraft. Moment. Oh, ja, es ist wieder sehr eng hier. Die Autos nehmen den Raum ein. Na gut, dann fahre ich jetzt mal wieder vor, da wo ich herkam, und guck mal, ob da irgendwo ein Café oder was ist. Ich will mich jetzt irgendwo hinsetzen oder ein bisschen blöd rumplatzen. Aber jetzt muss ich mich erstmal hier wieder durchquälen. Aber trotzdem würde ich nicht mit dem Auto reinfahren, das ist zu grausam. Ich habe gesehen, hier geht ein Bus rein. Also da setze ich mich echt lieber gemütlich in den Bus rein, lasse mich hinchauffieren, steige aus und kann da reinlaufen. Bevor ich mich hier jetzt da mit dem Auto herquäle und da rumsuche nach einem Parkplatz. Das ist ja grausam. Jetzt ist ja Nachsaison und Corona-Time. Was ist dann erst im Hochsommer hier los? Ich war einmal hier, da war auch richtig viel los. Es war grausam. Das war vor Jahren. Also das möchte ich nicht nochmal machen hier. Also, obwohl, naja gut, hier sind ein paar Plätze, aber da läufst du halt dann einen Kilometer rein. Naja, da fahren wir jetzt mal weiter. Wir suchen uns jetzt ein schönes Café. You in the dark, you in the pain, you on the run, living your hell, living your ghost, living your end. Never seem to get in the place that I belong. Don't lose the time to come. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's all good. Whatever you say, it's all right. Auch ein geiler Ort hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Das war jetzt irgendwie der nächste Ort nach Sirmione. Also wenn Sirmione nichts geworden ist, dann sind wir halt hier. Aber hier darf man auch nicht rein mit dem Rad hier in die Gassen. Da war auch ein Schild, Bicicletta verboten. Aber sieht ja trotzdem nett aus hier außenrum. Schön hier an der Hafenpromenade. Silence is not the way. Also Desenzano del Garda sind wir hier. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt. Peinlich. We need to talk about it. If heaven is on the way. If heaven is on the way. So, ich bin jetzt auf der Südseite vom See. Das ist ja ein bisschen länger als die Nordseite. Ich hangel mich jetzt rüber auf die Westseite des Sees, wo die ganzen Tunnels sind. Und dann geht es über Limone wieder zurück. Mittlerweile hat es 28 Grad, also Temperaturen. Oi. Temperaturen haben ganz schön angezogen, das merke ich jetzt auch. Weil der Flüssigkeitsbedarf steigt. Und darüber muss ich noch den ganzen Weg hier zurück. Das ist noch ein ordentliches Stück Arbeit. Ach ja. Hey, Frank Böderle auf Abwägen. Oh Mann. Wenn man die Wege bei der Planung nimmt, die Komoot vermeidet. Das hat schon seinen Grund. Also gut, beim nächsten Mal
vielleicht ein bisschen mehr auf Komoot achten oder hören. Nicht alle Wege, die man selber sich aussucht, sind die besten. Ja, mittlerweile hat es 28 Grad, ist ziemlich warm, Fangpedaler schwitzt, hat aber noch genug Wasser für die andere Küstenseite, die dann durch wohlkühlende Tunnel führt. So, jetzt sind wir in Salo. Es ist jetzt schon drüben auf der Westseite an einer dieser Buchten. Auch ein schönes Örtchen. Also in der Abfahrt hier mit den Serpentinen eben hat man immer wieder schöne Blicke runter gehabt auf den See und auf den Ort. Also da kann man es, glaube ich, auch aushalten hier. Riva del Garda erreicht. Meine. Jetzt habe ich aber ganz schön beißen müssen am Schluss. Der Kollege ist dann irgendwann ausgeschert und ich bin dann jetzt in Reska gefahren. So gut es noch ging, flüssigen Tritt. Aber die Watt waren immer hoch, 130, 140. Ja, da merkt man, wenn man die ganze Woche nichts gemacht hat und die Wochen zuvor auch ein bisschen faul war. Naja, jetzt geht's rüber zu meinem Kollegen nach Torbole, der liegt irgendwo am Strand oder ist im Kaffee. Und dann erstmal Beine hochlegen und was essen. Danke fürs Zuschauen. Es war sehr laut jetzt, die letzten 30, 40 Kilometer. Die Tunnel waren auch nicht angenehm. Also der Verkehr ist echt grausam auf der Seite. Jedenfalls, Fangpedaler verabschiedet sich. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Tour. Ciao, ciao. Ich bin jetzt am Porto San Felice. Was lange Tunnel sind Tja.